Die Morgendämmerung verbreitet goldenes Licht über die weiten Graslandschaften des Masai Mara Reservats, ein Rudel Löwen ruht im Schatten uralter Akazienbäume. Das schelmische kleine Löwenjunge wedelte mit dem Schwanz und beobachtete mit seinen runden Augen neugierig die Herde Antilopen, die in der Ferne grasten. Früh am Morgen bringt die Löwenmutter ihren Jungen sorgfältig bei, wie sie sich leise an ihre Beute heranpirschen und dabei jeden Schritt so leicht wie der Wind betonen. Allerdings trat das tollpatschige Löwenjunge oft auf trockene Äste und verscheuchte so seine Beute, woraufhin seine Mutter leise brüllte. Die Löwenmutter benutzte geduldig ihre Krallen, um die Beute sanft von sich zu stoßen und ihren Jungen so bei jeder Jagd Geduld und Geschicklichkeit beizubringen. Obwohl seine Mutter ihn oft daran erinnerte, jagte das Löwenjunge lieber Schmetterlinge und Heuschrecken, als sich an die Beute zu schleichen. Die lange Trockenzeit zwingt die Löwen, das Grasland zu verlassen und nach Gebieten mit mehr Wildtieren zu suchen. Die lange Wanderung war für das aktive und unerfahrene Löwenjunge eine Lernmöglichkeit, aber auch eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn die Herde ruhte, rannte und sprang sie weiter, und ihre Mutter packte sie sanft am Hals und zog sie wieder an ihre Seite. Niemand hatte erwartet, dass es auf dieser Wanderung aus hartnäckiger Neugier von seiner Mutter getrennt werden würde. An einem heißen Nachmittag machte das Löwenrudel am Rande des Dschungels eine Pause, bevor es seine Reise in neue Graslandschaften fortsetzte. Das neugierige Löwenjunge folgte der kleinen Spur, angezogen vom seltsamen Geruch der Antilopenherde, die zuvor vorbeigekommen war. Es war so sehr damit beschäftigt, die Spuren und Hufabdrücke der Hirsche zu erschnüffeln, dass es vergaß, dass die Herde sich zum Aufbruch bereit machte. Als es den Kopf hob, sah es nur eine weite Graslandschaft, ohne eine Spur von seiner Mutter oder ihrer Herde. In Panik rief es nach seiner Mutter, der laut hallte wieder und verschwand dann in der Weite des Raumes. Es kam keine Antwort, nur das Pfeifen des Windes durch die trockenen Dornbüsche und der einsame Ruf eines Vogels, der in der Ferne widerhallte. Es rannte keuchend und mit schmerzenden Beinen vorwärts, versuchte aber immer noch, das Rudel zu finden. Die Sonne versank langsam hinter dem Horizont und färbte die Graslandschaft in ein leuchtendes Orange gemischt mit kühlem Grau. Hungrig und durstig suchte es sich einen alten Akazienbaum, um dort die Nacht zu verbringen und dem kalten Wüstenwind der Nacht zu entgehen. Es winselte schwach und hoffte, dass seine Mutter seinen Ruf hören würde, aber der Laut wurde vom Wind davongetragen. Die Nacht war kalt, er zitterte, hatte die Augen geschlossen und atmete schwer vor Erschöpfung und Angst. Als die Dämmerung anbrach, wachte er mit Tränen in den Augen auf und blickte erwartungsvoll, konnte seine Mutter aber immer noch nicht finden. Da es keine andere Wahl hatte, trottete es langsam weiter und suchte instinktiv nach Wasser und Nahrung. Der Weg führte auf einen trockenen, gewundenen Feldweg, der zum Rand des Reservats in der Nähe der Stadt führte. Als es zum ersten Mal menschliche Spuren sah, war es verängstigt und neugierig zugleich, doch der Hunger zwang es, weiterzugehen. Das Motorengeräusch des Motorrads und der Benzingeruch ließen das Löwenjunge stehen bleiben. Seine Ohren hingen herab, sein Körper zitterte leicht vor Angst. Es war so hungrig und durstig, dass es sich nur langsam tiefer in dieses unbekannte Gebiet schleppen konnte. Auf einem unbebauten Grundstück am Rande der Stadt spielten an diesem ruhigen Morgen ein paar Kinder begeistert Fußball. Als sie den Schatten des Löwenjungen näher kommen sahen, erschraken sie, schrien, rannten schnell ins Haus und schlossen die Tür fest. Die chaotische Szene verblüffte das Tier, seine Augen waren weit aufgerissen und er war verwirrt darüber, was um es herum geschah. Anna Carter, eine junge Tierärztin, die in einer nahegelegenen Rangerstation arbeitete, hörte den Schrei und ging hinaus, um nachzusehen. Sofort erkannte sie, dass es sich um ein mageres Löwenjunges handelte, dessen Fell verfilzt war und dessen Augen vor Hunger und Erschöpfung eingesunken waren. Als Anna die müden Augen und den schwachen Schrei sah, schmerzte ihr Herz vor Mitleid. Sie näherte sich vorsichtig und duckte sich, um zu vermeiden, dass eine bedrohliche Wirkung auf das Tier entstand, die es erschrecken könnte. Das Löwenjunge stand still und sah Anna an, seine Augen waren trüb vor Müdigkeit, und stieß einen leisen Schrei aus, der wie ein verzweifelter Hilferuf aussah. Anna wich langsam zurück, ging schnell ins Haus, um frisches Fleisch zu holen, und legte es vorsichtig davor auf den Boden.
Vom Fleischgeruch angezogen, zitterte das Löwenjunge, als es sich näherte, senkte den Kopf und fraß gierig, wobei es gelegentlich mit dankbaren Augen zu Anna aufblickte. Ohne zu zögern griff Anna zum Telefon und rief die Rangerstation an, um zu melden, dass das verlorene Löwenjunge dringend gerettet werden musste. Nur 15 Minuten später erschien ein Ranger-Pickup mit 2 Männern in grünen Dschungeluniformen. Der Anführer, David Okoro, ein erfahrener Ranger der Masai Mara, stieg aus dem Auto und nickte Anna zu. David schätzte die Situation schnell ein und besprach mit seinen Kollegen, wie er sich dem Tier am sichersten nähern könne. Sie beschlossen, zu warten, bis das Löwenjunge mit dem Fressen fertig war, um es nicht in Panik zu versetzen, bevor sie es in den Käfig setzten. Anna beruhigte das Tier sanft, blieb nah bei ihm stehen, wahrte aber Abstand und ließ es in Ruhe weiterfressen. Als es mit dem Fressen fertig war und sich in der Sonne ausruhte, näherten sich David und seine Kollegen langsam mit dem offenen Eisenkäfig. Eine Person von hinten ermutigte es sanft hineinzugehen, die andere hielt die Käfigtür fest, um sie sicher zu schließen. Das Löwenjunge wehrte sich nicht und stieß nur einen schwachen Schrei aus, als es in den Käfig gesetzt wurde. Seine Augen waren immer noch auf Anna gerichtet. Der Kleintransporter rollte langsam aus dem Stadtgebiet und brachte das Tier zurück zur über 20 Kilometer entfernten Rangerstation. Unterwegs saß Anna neben dem Käfig, ihre Augen waren voller Sorge und Hoffnung für dieses kleine Schicksal. Nach ihrer Ankunft brachten sie den Käfig schnell in den medizinischen Bereich der Rangerstation, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Anna stellte fest, dass das Löwenjunge keine äußeren Verletzungen hatte, sondern nur Erschöpfung durch Hunger, Durst und stundenlanges Umherirren aufwies. Sie injizierte ihm eine Auffrischungsdosis und gab ihm vorsichtig nach und nach kaltes Wasser, um einen Schock für seinen Körper zu vermeiden. Nachdem es eine kleine Portion Fleisch gefressen hatte, rollte es sich zusammen und schlief in einem sauberen, vorbereiteten Käfig ein. Am Nachmittag trafen sich die Ranger im Besprechungsraum, um einen Plan zur Suche nach der Herde des Tieres zu besprechen. David vermutete, dass die Löwenmütter noch nicht weit von der Stelle entfernt sein mussten, an der die Jungen gestern gefunden wurden. Auf dem Tisch war eine Karte ausgebreitet, auf der das Gebiet markiert war, in dem das Rudel wahrscheinlich eine Rast einlegen würde. Inzwischen wachte das Löwenjunge auf und begann mit dem Stofftier zu spielen, das Anna in den Käfig gesetzt hatte. Gelegentlich hörte es auf zu spielen, hob den Kopf und gab leise Geräusche von sich, als würde es nach seiner Mutter rufen. Dieser Blick machte Anna ein wenig traurig, bestärkte sie aber noch mehr in ihrer Entschlossenheit, die Mission morgen mit David zu Ende zu bringen. Als der Nachmittag hereinbrach, lag das Tier still da und bewegte seine Ohren leicht im rauschenden Wind vor dem Fenster. In dieser Nacht hatte Anna Dienst auf der Station und kam mehrmals beim Käfig vorbei, um ihm beim Schlafen zuzusehen und sicherzustellen, dass alles sicher war. Am nächsten Morgen erhalten Anna und David eine besondere Mission: Sie sollen das Löwenjunge zu seiner Mutter und seinem Rudel zurückbringen. Der Pickup mit dem Eisenkäfig setzte sich in Bewegung, als die Sonne gerade hinter den fernen Akazienbäumen hervorkam. Das Löwenjunge lag still im Käfig, seine Augen leuchteten vor vager Erwartung, während das Auto sanft auf der unbefestigten Straße schaukelte. Sie fuhren zu einer Graslandschaft, die etwa 30 Kilometer von der Fundstelle entfernt in der Richtung lag, in die die Herde gewandert war. David hielt das Auto auf einer Anhöhe an und beobachtete mit dem Fernglas jeden Busch und jede Lichtung auf der goldenen Wiese. Schließlich entdeckte er ein Rudel Löwen, das friedlich im Schatten eines großen Akazienbaums mitten auf dem Feld ruhte. Das Löwenjunge im Käfig stand auf, die Ohren gespitzt, die Augen weit geöffnet, und ein klarer Hoffnungsschimmer strahlte in ihm. Es gab seltsame, drängende, emotionale Geräusche von sich, als würde es den vertrauten Geruch seiner Mutter erkennen. Als sich die Käfigtür öffnete, sprang es auf den Boden und rannte über den Rasen auf das Löwenrudel zu. Die Löwen versammelten sich im Schatten des Baumes, das Löwenjunge kuschelte sich glücklich in den Bauch seiner Mutter und hatte friedlich die Augen geschlossen. Anna und David standen schweigend im Auto und beobachteten die emotionale Wiedersehensszene, die sie ihr zufriedenes Lächeln nicht zurückhalten ließ. Als die Mission beendet war, verabschiedeten sich die beiden voneinander, starteten das Auto und kehrten im sanften Licht der Morgendämmerung zur Station zurück.
Die Sonne stieg allmählich höher, goldenes Sonnenlicht breitete sich über das Grasland aus, eine sanfte Brise wehte und trug den wohlriechenden Duft wilden Grases mit sich. Das Löwenjunge ist sicher zu seiner Mutter zurückgekehrt und setzt sein wildes Leben in den weiten und friedlichen Graslandschaften der Masai Mara fort.